Bangkok, bekannt für sein krasses Kulturerlebnis. Altes und Neues vereinen sich dort. Wir nehmen euch mit zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Stadt, schildern unsere persönlichen Erfahrungen und am Ende des Videos gibt es auch noch unser Highlight, den King Power Mahatma Skyscraper. Ja, wir sind von Koh Chang aus angereist, wir haben dafür ein Privattaxi uns besorgt. Da hatten wir einen Vorteil, weil wir natürlich mit der Familie zusammengereist sind, da konnten wir uns die Kosten teilen. Wenn ihr alleine reist oder nur zu zweit, empfiehlt sich da auch so ein Reisebus. Das dauert allerdings ein bisschen länger, ist dafür aber natürlich deutlich günstiger. Ja, in Bangkok haben wir in dem Charlie House Pink Lao gewohnt. Das haben wir sehr geschätzt, weil die Zimmer sehr sauber waren. Es gab eine super schöne Gartenoase, in der man sich aufhalten konnte und auch sogar mit einem kleinen Pool. Die Lage war jetzt nicht unbedingt die attraktivste und es gab kein Essen im Hotel. Trotzdem waren wir sehr zufrieden und wir geben 3 von 5 Angsthasen. Ja, am nächsten Morgen haben wir uns dann aufgemacht zu unserer ersten Sehenswürdigkeit, dem Königspalast. Die Einlasskontrollen sind aber sehr, sehr strikt, obwohl wir Schultern und Knie bedeckt hatten durch Tücher, wurden wir trotzdem nicht reingelassen. Da helfen dann aber direkt Verkäufer, die nebendran stehen und einem lange Hosen und langärmelige T-Shirts verkaufen. Trotzdem haben wir uns dann dagegen entschieden, weil wir haben uns gedacht, nee, dann gehen wir jetzt doch weiter. Ja, ganz in der Nähe befinden sich auch die buddhistischen Tempel Wat Phra Karo und Wat Pho. Wat Pho ist insbesondere bekannt dafür, dass da dieser riesige goldene liegende Buddha sich drin befindet. Auf jeden Fall das mitnehmen, wenn ihr sowieso schon am Königspalast seid. Ja, wir sind dann mit dem Boot weitergefahren zum Tempel Wat Arun und der ist besonders toll beim Sonnenuntergang. Früher konnte man da auch mal hochklettern, heute ist das leider nicht mehr möglich. Aber hinter diesem Tempel gibt es auch noch mal so einen kleinen Streetfood-Market. Da haben wir uns dann danach ein bisschen ausgetobt und haben uns ein paar kleine Leckereien gegönnt. Auf jeden Fall empfehlenswert, wenn ihr sowieso schon beim Wat Arun seid. Ja, wer danach noch Lust auf Nachtleben hat, der ist auf der Khao San Road in Bangkok gut aufgehoben. Dort gibt es verschiedene Bars und Restaurants. Für alle Leute, die keine Lust haben auf krassen Massentourismus, die halten sich vielleicht besser von der Khao San Road fern. Ja, und damit ging auch schon unser erster Tag in Bangkok zu Ende. Und wir zeigen euch jetzt mal einen Zusammenschnitt und nehmen euch mit auf die Reise. I think I lost my way, but got you to help me back. Tell me what I should do now. Every time I'm feeling down, you can make it go away. Your light is shining bright on me. Got no reason to be afraid. You're glowing in the dark. You're glowing in the dark. Glowing in the dark. I feel it in my heart. You're glowing in the dark. Glowing in the dark. Yeah, you're glowing in the dark. You're glowing in the dark. You're glowing in the dark. Glowing in the dark. I feel it in my heart. You're glowing in the dark. Glowing in the dark. Yeah, you're glowing in the dark. You can make it go away. Glowing in the dark. You can make it go away. You're glowing in the dark. Ja, am nächsten Morgen sind wir dann früh aufgestanden, denn wir wollten den Sonnenaufgang beim Golden Mount Wat Saket. Ja, danach sind wir mit dem Boot über den Chao Phraya Fluss gefahren zum Ikonsiam Shopping Center. Wir haben uns da vor Ort ein bisschen umgeguckt. Als wir da waren, gab es insbesondere ganz viele Essensstände. Unter anderem für den westlichen Magen dann doch sehr verträgliches Essen, wie zum Beispiel gebratene Nudeln. Aber auch richtig krasses Seafood, wo wir dann doch lieber so ein bisschen Abstand von halten. Satt und frisch gestärkt sind wir dann mit dem Boot weiter zum Asiatic Riverfront Hafen. Dort vor Ort gibt es nochmal Restaurants und Bars, also auch da kann man sich ein bisschen ausleben. Ja, und haben da ein bisschen die Zeit genossen. Und hier ist unser Highlight von Bangkok, nämlich der Sky Tower. King Power Mahatma Skyscraper. Danke, dass du das gesagt hast.
Schwieriger Name. Dort haben wir nämlich den Sonnenuntergang genossen und es war grandios. Ja, vor allem konnte man oben wirklich ganz Bangkok überblicken und wir haben uns ein Getränk gegönnt, schön kühl. Es gab sogar noch Musik, die gespielt wurde live und ja, es war einfach rundum ein Riesenerlebnis. Und ein ganz besonderes Highlight dieses Sky Towers ist das Glasdach, da kann man sich drauf begeben. Ich habe es mal ausprobiert, meine Mutter auch. Die Mädels waren mutig. Ich muss sagen, das war schon eine aufregende Geschichte. Also jetzt merke ich, wie meine Hände nass werden. Also Nur weil ich davon erzähle. Ich habe mich auf jeden Fall nicht drauf getraut. Ich fand es auf jeden Fall richtig krass. Also meine Füße waren feucht und meine Hände, nur weil ich auf dieses Glasdach gegangen bin, weil es einfach so hoch war und man konnte den Boden schauen. War schon ein krasses Erlebnis und werde ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Krasse Angsthase bist du. Ja. Ja, als die Sonne dann untergegangen ist und wir weiterziehen wollten, kamen wir unten an und haben dann noch so eine VR-Station gesehen. Also VR steht für Virtual Reality. Da gab es so Paragliding-Stationen. Man hat so ein Gerät gesetzt und konnte dann Brille aufsetzen und hat gesehen, wie man durch verschiedene Umgebungen, die man nicht vorher auswählen konnte, fliegt. Zum Beispiel konnte man um den Skyscraper drumherum fliegen oder über eine Mondbasis. Ja, und das war noch ein cooles Spiel. Ninas Mutter und ich, wir haben es ausprobiert. Ja, anschließend hat sich der kleine Hunger mal wieder bemerkbar gemacht und wir wollten auch noch so ein bisschen was Exotisches ausprobieren dann doch. Und dann sind wir zum Chinatown. Chinatown hat uns gut gefallen, aber man muss bedenken, da sind auch wieder sehr, sehr viele Leute unterwegs. Wer Lust hat, ganz, ganz viele verschiedene Gerichte auszuprobieren, der ist in Chinatown genau richtig. Ja, und auch hier nehmen wir euch wieder mit. Unser zweiter Tag in Bangkok. Wir zeigen euch die Bilder. Show me life, show me love. Make a change, time is up. We can wait for better days, but the days won't come. Show me life, show me love. Show me life, show me love. Make a change, time is up. We can wait for better days, but the days won't come. Show me life, show me love. This is all we got. Show me life, show me love. This is all we got. Show me love, show me love. This is all we got. Show me love. This is all we got. Show me love. This is all we got. Show me love. Show me life. Show me love. This is all we got. Sometimes life will push you down, make you fall onto the ground. But I know you will turn it around. Oh, this is all we got. And I know you'll make mistakes, get interference and lose your way. Find the light when it rains. Oh, this is all we got. Show me light, show me love. Make a change, time is up. We can wait for better days, but the days won't come. Show me love, show me love. Show me light, show me love. Make a change, time is up. We can wait for better days, but the days won't come. Show me light, show me love. This is all we got. Show me light, show me love. This is all we got. 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 Show me love.
So, das hier ist jetzt Gemüse frittiert mit Sojasauce. Ein bisschen wie Sushi. Ah, gut. Das ist jetzt Pfannkuchen mit Rosinen. Da ist auch noch brauner Zucker und Zimt dabei. Gut. Empfehlung. Ja, und jetzt haben wir wie immer 2 Tipps für euch. Diesmal geht es darum, wie ihr euch in Bangkok am besten fortbewegen könnt. Ja, ihr könnt die Grab-App benutzen, um Taxis zu bestellen oder auch mit dem Taxi selber fahren. Die Grab-App ist ein bisschen teurer, dafür hat man aber die Sicherheit, dass der Taxifahrer genau weiß, wo er euch hinbringt und der Preis ist einfach geregelt. Wir sind auch ab und zu mit dem Taxi gefahren und wir haben gemerkt, es war schon sehr mühselig. Zum einen muss man mit dem Preis schauen, dass man verhandelt, weil die Taxifahrer die Taximeter nicht benutzen wollen. Das ist uns sehr oft passiert. Dann hatten wir auch oft das Problem, dass die den Weg nicht gefunden haben, wir sie dann navigiert haben. Also ich denke, mit der Grab-App hat man da ein bisschen mehr Entspannung. Tipp 2. Eine andere Alternative, wie ihr super günstig und auch schnell von A nach B durch die Stadt kommt, ist entweder der Skytrain oder aber auch die Metro in Bangkok. Das heißt, am besten passt ihr schon auf, wenn ihr euch ein Hotel raussucht, dass ihr eins in der Nähe von entweder Skytrain oder Metro habt. Damit könnt ihr auch dann gut die verschiedenen Sehenswürdigkeiten bereisen, weil die liegen alle fußläufig erreichbar von entweder Metro- oder Skytrain-Stationen. Das war's auch schon wieder von uns aus Bangkok. Ja, wir hoffen wie immer, euch hat's gefallen. Ihr könnt das ein oder andere mitnehmen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.